Willkommen zurück bei Lobo TNT Retro Gaming. Heute geht zurück in die goldene Ära der PlayStation 2, die Konsole, die Action neu definiert hat. Eine andere Plattform hatte so viele Explosionen, Emotionen und legendäre Helden auf einmal. Von dämonischen Schwertern über Gangster in Neonstädten bis hin zu göttlicher Rache. Hier ist alles dabei, was das Gamerherz schlagen lässt. Also Memory Card rein, Controller in die Hand und Lautstärke auf Anschlag. Denn jetzt kommen die 50 besten Action Games der PS2, gewählt von Spielern aus aller Welt. Let's go! Retro Power on Lovo TNT Retro Gaming. Gleich nach dem Intro. Engage cybernetic generation sequence. Malfunction detected. System overload. Warning. 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 System overload critical. Warning. 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 In einer futuristischen Welt jagst du als Kopfgeldjäger Jack Wade Verbrecher, während du auf dem Motorrad durch Neonstädte rast. Headhunter mischt Schieß-Action mit Stealth-Momenten und filmreifen Zwischensequenzen. Fast wie ein europäischer Metal Gear Solid. Atmosphärisch, technisch stark und ein unterschätzter PS2-Klassiker. Square Enix früher PS2-Versuch, Beat'em Up mit Filmfeeling zu verbinden. Du spielst drei Clubtürsteher, die sich in einer Hightech-Verschwörung kämpfen. Kurze, aber stylische Kämpfe, tolle Grafik und bombastische Musik machten The Bouncer zum technischen Experiment seiner Zeit. Kurz, aber eindrucksvoll. Die Fortsetzung des stylischen Kult-Shooters bringt noch mehr Chaos und Geschwindigkeit. Neue spielbare Charaktere, noch wahnwitzigere Schusswechsel und ein Soundtrack, der kracht. Gungrave Overdose ist pur Anime-Action. Verrückt, explosiv und mit richtig viel Herz. Für Fans japanischer Over-the-Top-Games. Basierend auf Osamu Tezukas Dororo. Als Samurai Hyakimura besiegst du Dämonen, um verlorene Körperteile zurückzuerlangen. Jeder Sieg bringt dich deiner Menschlichkeit näher. Stylische Kämpfe, düstere Stimmung und emotionale Story. Ein echtes Unikat der PS2-Ära. Du steuerst Major Kusanagi oder Batu in taktischen Cybermissionen. Hacking, Akrobatik und Schusswechsel im Anime-Look. Das ist Ghost in the Shell Standalone Komplex. Perfekt umgesetzt für Fans der Serie. Standalone Komplex bietet schnellere Action und clevere Gegner. Futuristische PS2 Power pur. The Red Star von 2007 ist ein Hybrid aus Shooter und Beat'em Up im sowjetischen Sci-Fi-Design. Warp-Modus, Bossfights und Bullet-Hell-Explosionen machen es zu einem echten Geheimtipp. Spät erschienen, aber voller Energie. The Red Star ist Action nonstop. Capcoms Neuinterpretation von Ghosts 'n Goblins in 3D. Ritter Maximo kämpft sich durch Untote, verliert bei Treffern seine Rüstung und den Humor. Anspruchsvoll, charmant und perfekt für Retro-Fans. Klassischer Frust, der Spaß macht.
Der legendäre Ninja kehrt zurück. Rasante Sprünge, stylische Kills und der ikonische rote Schal. Shinobi belohnt Präzision und Mut. Schwer, schnell und absolut befriedigend. Wenn du es meisterst, pures 2000er Ninja-Adrenalin. Blood Rain, halb Vampir, halb Mensch und 100% Action. Rain kämpft mit Doppelkling gegen Nazis und Monster. Blutige Kämpfe, stylische Moves und übertriebener 2000er Charme. Blood Rain ist trashig, laut und einfach cool. Warum ist Black von 2006 nur auf Platz 41? Es war brillant, aber kurz. Black hatte unfassbare Grafik, brachiale Sounds und eine Atmosphäre, die jeder PS2-Spieler sofort kannte. Aber es hatte keinen Multiplayer, nur 8 Missionen und waren 6 bis 8 Stunden durch. Wow, das war intensiv, aber vorbei, bevor es richtig losging. Von den Tekken-Machern Urban Rain von 2005 ein kompromissloses Straßen-Brawler-Erlebnis, in dem du durch die ganze Gangs prügelst. Über 60 Charaktere, 100 Missionen und Koop-Modus. Roh, schnell und erstaunlich taktisch. Urban Rain ist ein später Geheimtipp für Beat'em-Up-Fans. Kazuma Kiryu, der Drache von Doshima, kämpft für Ehre, Familie und das Herz von Kamurocho. Filmreife Story, Prügeleien im Neonlicht und Nebenquests voller Emotionen. Yakuza verband Drama und Faustschläge zu einer eigenen Welt. Zeitreisen, Samurai und Jean Reno. Capcoms cineastisches Abenteuer schickt dich zwischen Mittelalter-Japan und modernen Paris hin und her. Flüssige Kämpfe, riesige Bosse und Soundtrack-Wucht. Onimusha 3 ist Action-Kino pur. Von Hideo Kojima produziert, rasend schnelle Mechkämpfe, butterweiche Steuerung und Anime-Dramatik. Zone of the Enders war ein Vorgeschmack auf PS2 Zukunftsaction. Stilvoll, technisch brillant und heute noch beeindruckend. We have shot down the enemy. I have detected a Type-C. Rockstars Hommage an den 70er Kultfilm. Du führst deine Gang durch New Yorks Nacht, prügelst, klaust, fließt. Brutal, dreckig, authentisch. Sound, Atmosphäre und Koop-Modus machten The Warriors zu einem unterschätzten Meisterstück. You're mine. Dirge of Cerberus Final Fantasy VII. Vincent Valentine bekommt sein eigenes Abenteuer. Düster, melancholisch, voller Kugelhagel. Shooter-Gameplay trifft Final Fantasy Lore. Ein Mainstream-Hit, aber für Fans ein fesselndes Spin-off. Capcom-ähnliche Action mit griechischem Flair. Du schleuderst ein Disco-Schild als Waffe, bekämpfst Titanen und löst Rätsel in prächtigen Tempeln. Rygar war das perfekte PS2-Remake eines NES-Klassikers. Charmant, schnell, episch.
Unser Japan-exklusiver Tipp ist heute Bushingai The Forsaken City von 2003. Der Titel erschien nur in Japan. Stylische Dämonen-Action mit schwebenden Kombos und Magic-Moves. Spiel von japanischen Rockstar-Gang, flüssig, bunt, theatralisch und ein echter Japan-Exklusivtipp. Ein britisches Gangsterdrama trifft auf Open-World-Action. Keine Hartanzeige, keine Minimap, nur Realismus pur in Londons Straßen. Harte Story, echte Autos, ein filmischer Look. The Getaway war rau und einzigartig. Sieht aus wie ein Disney-Film, spielt sich aber wie ein Tarantino-Film. Hinter der Cartoon-Optik steckt eine brutale Schwert-Action mit cleverem Kampfsystem. The Mark of Kui war ein künstlerischer Außenseiter mit Kultstatus. Ein Anime-Shooter vom Trigun-Schöpfer. Stylisch, melancholisch und explosiv. Als toter Gangster kämpfst du dich mit 2 Pistolen und einem Sarg voller Waffen durch Horden von Feinden. Gungrave ist kurz, aber mit seiner Inszenierung und seinem Soundtrack pure PS2-Kunst. Blei, Zeitlupe und Drama. Eines meiner Lieblingsspiele auf der PS2 war Killzone von 2004, Sonys Antwort auf Halo. 4 spielbare Soldaten, brutale Sci-Fi-Schlachten und ein unverwechselbarer Stil mit dreckigem Realismus. Die Helgas mit ihren leuchtenden roten Augen wurden Kult. Killzone war kein Perfektionist, aber ein Statement, laut, düster und intensiv. Technisch, revolutionär und erzählerisch gewagt. Snake und Raiden infiltrieren ein Tankerschiff voller Geheimnisse. Kameraführung, KI und Inszenierung setzten neue Maßstäbe. Metal Gear Solid 2 war mehr als ein Spiel. Es war ein philosophischer Kommentar über Kontrolle und Identität. Ein absoluter Kulttitel war Godhand von 2006. Du prügelst dich durch Gegner mit absurdem Humor, übertriebener Gewalt und genialem Gameplay. Godhand war schwer, verrückt und belohnend. Ein Liebesbrief an Arcade-Action und ein echtes Meisterwerk der Clover Studios. Ein düsteres Action-RPG aus Japan. Du kämpfst als Kame gegen Dämonenarmeen, reitest auf Drachen und triffst moralisch kaputte Figuren. Brutal, seltsam und emotional einzigartig. Dragon Guard ist das dunkle Herz der PS2. Roh, experimentell und unvergessen. Marvels gnadenloser Rächer im härtesten PS2-Auftritt. Du bestrafst Gangster ohne Gnade, nutzt Interrogations und kreative Waffen. Punisher war kompromisslos, moralisch grau und eine der authentischsten Comic-Adaptionen seiner Zeit. Ein mega gutes Spiel. Leise töten ist hier Kunst. Du schleichst als Ninja Rikamaru oder Ayame über Dächer, eliminierst Feinde mit tödlicher Präzision und verschwindest im Schatten. Tenchu Wrath of Haven brachte Ninja-Action auf den Punkt. Taktisch, intensiv und stilvoll japanisch.
Zeitreisen, Humor und Ego-Shooter-Chaos. Du springst durch Jahrzehnte, triffst dein eigenes Ich und kämpfst gegen Aliens und Roboter. Timesplitters war kreativ, witzig und hatte unendliche Replay-Werte. Ein echter Multiplayer-Klassiker von 2005. Oft unterschätzt, aber trotzdem stylisch. Dante in Höchstform mit coolen Moves, Schwert und Pistolen. Größere Areale, neue Waffen und Lucia als zweite Heldin. Devil May Cry 2 hatte Schwächen, aber die Action bleibt flüssig und ikonisch. Für mich persönlich das geilste Spiel auf der PlayStation ever. Shadow of Rome von 2005. Gladiatorenkämpfe, Stealth und Politik. Capcom mischte alles zusammen und lieferte goldene Unterhaltung. Du kämpfst in der Arena, infiltrierst Paläste und erlebst römische Intrigen mit filmischer Intensität. Shadow of Rome ist Blockbuster pur. Brutal, clever, einzigartig. Der letzte große PS2-Kracher. Kratos stürzt sich in göttliche Schlachten mit epischen Bosskämpfen, flüssigen Kombos und gewaltiger Inszenierung. God of War 2, technisch ein Meisterwerk, das filmreife Finale der PS2-Ära von 2007. Der Beginn der Open World Revolution. GTA 3 ließ uns erstmals frei durch Liberty City streifen. Autos klauen, Chaos stiften, Missionen auf eigene Weise lösen. Der Startpunkt für modernes Gaming. Damals pure Magie. Der erste Teil von Devil May Cry. Dante hatte Stil, Schwert, Pistolen und Attitude. Devil May Cry definierte das Action-Genre neu, mit schnellen Kombos, coolen Bossen und unvergleichlicher Eleganz. Jeder Treffer fühlte sich gut an. Der Beginn einer Legende. Das Überlebensspiel im Dschungel. Tarnung, Nahrung, Taktik. Snake kämpfte um Ehre, Liebe und Loyalität. Metal Gear Solid 3 war emotional, intelligent und episch. Einer der besten Story-Momente der PS2-Ära. Konami auf dem Höhepunkt seines Könnens. Ein Kunstwerk in Bewegung. Du steuerst die Wolfsgöttin Amaterasu, malst mit dem Himmelspinsel und rettest Japan in einer lebenden Aquarellwelt. Okami war Schönheit, Mythos und Gameplay in perfekter Harmonie. Kunst trifft Action. Der Neustart für Survival Horror und ein Meisterwerk der Spannung. Leon kämpft in Europa gegen Dorfbewohner und Wahnsinnige. Die Schulterkamera revolutionierte Actionspiele. Resident Evil 4 war furchteinflößend, intensiv und perfekt inszeniert. Capcoms Samurai Saga in Bestform. Spannende Kämpfe, tolle Charaktere, alternative Enden. Onimusha 2 verband Action mit Rollenspielelementen und samurai-haftem Drama. Atemberaubend schön und spielerisch geschliffen. Rio kehrt zurück mit noch mehr Herz,
Härte und Story, besseres Kampfsystem, tiefere Charaktere und eine filmreife Handlung, die Fans bis heute verehren. Yakuza 2 war der emotionale Höhepunkt der Serie auf PS2. Zeit zurückdrehen, Fallen überlisten, akrobatische Meisterleistungen. Prince of Persia war fließend, charmant und genial inszeniert. Die Mischung aus Action, Rätseln und Romantik machte es zu einem unvergesslichen Klassiker. Prince of Persia: The Sands of Time. That their king might say to them, as Khosrow said to Rustam, "You are the noblest of my warriors." Neonlichter, 80er Musik und Sonne pur. GTA Vice City brachte Stil und Freiheit in Perfektion zusammen. Mit Synthwave, Motorrädern und kühlen Sprüchen wurde es zur Kultexplosion der frühen 2000er. PlayStation 2 pur mit Sonnenbrille. Wir kommen in die Top 10 mit Zone of Enders The Second Runner. Rasende Mech-Action, butterweiche Steuerung und Kämpfe in 3 Dimensionen. Du jagst mit Yehuti durch Weltraumschlachtfelder und das Projektile zerschneidest Gegner in Sekunden. Bombastische Bossfights, Anime-Inszenierung und ein Flow, der nicht loslässt. Das wohl dynamischste Actionfeuerwerk der PS2. Die überarbeitete Version des dritten Teils mit spielbarem Virtual, neuem Turbo-Modus und besserem Balancing. Noch flüssiger, noch fordernder und bei Fans der absolute Favorit. Diese Edition gilt als die definitive PS2-Action-Erfahrung. Devil May Cry 3 Special Edition von 2006. Einer meiner Lieblinge, Kingdom Hearts 2. Disney und Square Enix in Perfektion. Dora, Donald und Goofy reisen durch magische Welten, kämpfen gegen die Organisation 13 und bringen Herz und Action in Balance. Wunderschöne Inszenierung, emotional und mitreißend. Ein Fantasy-Abenteuer, das Fans bis heute lieben. Der Höhepunkt der Ratchet & Clank-Reihe. Abgefahrene Waffen, humorvolle Zwischenszenen und präzises Gameplay. Der Mix aus Shooter und Jump'n'Run machte Up Your Arsenal zum Inbegriff von PS2-Spaß. Charmant, chaotisch und zeitlos unterhaltsam. Wir starten in die Top 5 mit Jak 2 Renegade von 2003. Naughty Dog wird erwachsen. Jak in einer düsteren Stadt voller Rebellion und Technik. Offene Welt, Fahrzeuge und rasantes Gameplay machen Jak 2 zum Action-Highlight der Ära. Mehr Story, mehr Gefahr, mehr PS2-Power. Ein Meilenstein für Fans von Plattform-Action. Zunächst nur in Japan und erst ein Jahr später und auch teilweise zensiert, kam Shin Megami Tensei 2004 auf den westlichen Markt. Mystisch, tief und unbarmherzig, ein düsteres Tokio, dämonische Allianzen und ein intensives Kampfsystem machen Nocturne zu einem spirituellen Erlebnis. RPG trifft Action mit philosophischem Touch. Japanische Perfektion für Kenner. Wir kommen in die Top 3 mit Resident Evil Code Veronica. Claire und Chris Redfield im Kampf gegen Umbrella. Mit voller 3D-Grafik und neuen Schockmomenten war Code Veronica der Übergang vom alten zum modernen Resident Evil. Atmosphäre, Action und Drama. PS2 Horror in Perfektion. Auf Platz 2 Shadow of the Colossus von 2005. Giganten besiegen für die Liebe,
epischer und emotionaler geht es nicht. 16 Kolosse, eine leere Welt und eine Soundkulisse, die Gänsehaut verursacht. Shadow of the Colossus ist mehr Kunst als Spiel. Ein zeitloses Meisterwerk. Und auf Platz 1 GTA San Andreas von 2004. Die größte, freiste Welt der PS2. CJ kehrt nach Los Santos zurück und liefert eine Story zwischen Familie, Verrat und Gangkriegen mit RPG-Elementen, unendlicher Freiheit und legendärem Soundtrack setzte San Andreas neue Maßstäbe. Ein Kulterlebnis für Millionen Spieler. Das waren die 50 besten Action Games der PlayStation 2, pure Nostalgie und Adrenalin in einem. Keine andere Konsole hat so viele Legenden hervorgebracht wie die PS2. Welches Spiel war euer Favorit und welches fehlt hier eurer Meinung nach? Schreibt es in die Kommentare und lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr Retro Power wollt. Ich bin Lobo TNT Retro Gaming. Danke fürs Zuschauen und denkt dran, Retro bleibt für immer. Engage cybernetic generation sequence. Malfunction detected. System overload.